Was war denn das für eine Andeutung? Sie meinte, sie hätte den Kleinen nur aus Rücksicht auf dich nicht bestraft. Das hat sie gesagt? Ja, was guckst du mich so an? Mit der Sache habe ich wirklich nichts zu tun. Meine Lügnerin. Du warst doch die ganze Zeit neidisch, weil Weber mir die Rolle gegeben hat. Nein, Moment. In die Galerie kommt dieser Schund nicht. Sieh zu, wo du es loslässt. Soll ich mich damit vielleicht auf den Flohmarkt stellen oder was? Das ist jetzt dein Problem, Baby. Alexander. Ich gehe nie wieder zu dieser bösen Frau. Nie wieder. Alex, was machst du denn hier? Was ist denn passiert? Hey, ist ja schon gut. Verrätst du mir, was los ist? Sie wollte mich einsperren. In den Hexenkäfig. Wer? Die Hexe. In den Hexenkäfig. Ich gehe da nicht rein. Nie mehr. Es ist so kalt und dunkel. Ich habe solche Angst. Wenn du nicht mehr ins Heim willst, dann musst du das auch nicht. Versprochen? Großes Ehrenwort. Dann darf ich also bei euch bleiben? Für immer? Ja? Oh. Sie müssen nix Vater sein. Ja, bin ich. Und? Frank Lewinsky, ich bin ein guter Freund von Nick. Ist er da? Nein. Und wenn Sie wirklich ein guter Freund von ihm wären, wüssten Sie, dass er noch beim Lehrgang ist. Ja, stimmt, habe ich total vergessen. Schönen Abend dann. Ach, Herr Prozeski? Was denn noch? Sie sehen so aus, als hätten Sie einen sehr guten Geschmack. Dachte ich's mir doch. Und weil dem so ist, ist heute Ihr Glückstag. Ich habe hier was, bei dem Sie sicherlich nicht Nein sagen können. Na, ist das nicht eine scharfe Pepperoni? Moment, ich muss noch was sagen. Also, um es kurz zu machen, das war schon fast so, wie ich es mir vorstelle. An unserer Schönen hätte unsere werte Autorin Madame Le Prince de Beaumont bestimmt ihre helle Freude. Alles in allem seid ihr aber reif für den Ernstfall. Deshalb setze ich für morgen früh die erste Durchlaufprobe an. Und was ist mit dem Unterricht? Der fällt der Kunst zum Opfer. Also schlafen Sie gut, damit Sie morgen fit und ausgeruht sind. Ach so, und vergessen Sie nicht, Ihre Kostüme mitzubringen. Endlich kommen die Dinger zum Einsatz. Ich bin ja schon gespannt, wer von uns das Schönste hat. Wer wohl? Hey, selbst wenn die beiden in einem Kleid aus Clarissas Kollektion auftreten würden, du würdest sie locker an die Wand spielen. Als ob jemand interessiert, wie er am besten spielt. Die meisten achten doch eh nur darauf, wie man aussieht. Sobald ich die Bühne mit meinem Kostüm betrete, werden die Zuschauer mich auslachen. Quatsch. Natürlich werden sie. Oder glaubst du, die sind blind? Nein, das nicht. Na also. Wieso fragen wir nicht einfach meine Oma, ob sie dir ein neues Kostüm schneidern kann bis zur Premiere? Glaubst du, das würde sie für mich tun? Klar. Wozu sind Omas denn sonst da? Bei euch gefällt's mir. Darf ich jetzt immer hier bleiben? Wie gesagt, bevor wir das entscheiden können, müssen wir erst mal wissen, was passiert ist. Ja, ich warte besser draußen. Nein, nicht weggehen. Schon gut. Alexander bleibt hier. Schließlich möchte er auch hören, was du zu erzählen hast. Zuerst wird es immer ganz dunkel, da wo die Hexe wohnt. Und dann? Dann kommt die Hexe und sagt böse Sachen. Du, sag mal, diese Hexe, wie sah die aus? Hatte die einen Namen? Weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist es besser, wenn ich im Heim anrufe und Bescheid sage. Nein, nicht ins Heim, sonst komme ich in den Hexenkäfig. Dahin, wo all die Jungs hinkommen, wenn sie böse sind. Schon gut. Heute bleibst du erst mal hier. Das ist doch okay.
Perfekt. Die Farbgebung passt 100%ig zur Tapete. Und wenn mal nichts in der Glotze läuft oder das Programm durch Werbung unterbrochen ist, dieses Bild können Sie sich immer angucken. Nun wollen Sie sicherlich wissen, wie viel es kosten soll. Nun, ich sage nur so viel. Keine 10.000, keine 8, keine 6, keine na. Richtig. Auch keine 4.000. Für dieses Prachtstück, was locker 10.000 wert wäre, knöpfe ich Ihnen nur 2.000 ab. Na, sind wir im Geschäft? Nein. Sie sind aber ein harter Brocken. Na gut, wie Sie wollen. 1.500. Weiter gehe ich nicht runter. Nein. 1.300? Nein. Aber Herr Prozeski, als Nix-Manager müssen Sie sich langsam mal Gedanken um das Geld Ihres Sohnes machen und wie Sie es richtig anlegen können. Und da ist Kunst eine absolut krisensichere Sache. Ja, das ist ein Bestattungsunternehmen aber auch. Särge kann man aber nicht an die Wand hängen. Das Bild da aber auch nicht. Und jetzt machen Sie die Tür zu. Aber von draußen. Ist das Ihr letztes Wort? Okay, es ist. Na gut. Aber bitte beschweren Sie sich hinterher nicht, dass ich Ihnen dieses Meisterwerk nicht angeboten hätte. Am besten, ich rufe meinen Vater an und erkläre ihm alles. Ich bin sicher, der kauft mir eins. Ja, wie auch immer. Das alte ist so oder so Geschichte. Vergiss es. Und was soll ich morgen zur Durchlaufprobe anziehen? Na, bis du das Neue hast, das da. Es ist doch nur eine Probe. Ja, und wenn schon. Ich will auf der Bühne nicht aussehen wie der letzte Heuler. Also von mir aus könntest du in einem Müllsack auftreten. Für mich bist und bleibst du die schönste Schöne, die die Welt je gesehen hat. Ach, das sagst du doch jetzt nur so. Nein. Ich kann es dir sogar beweisen. Du hast den süßesten Hals, den ich je gesehen habe. Und deine Schultern sind einmalig. Echt? Ja, aber die sind harmlos im Vergleich zu deinen... Ach komm, so toll sehe ich doch gar nicht aus. Überleg dir jetzt genau, was du sagst, ja? Naja, hässlich bist du nicht gerade. Außerdem die inneren Werte zählen und davon hast du mehr als genug. Und deshalb finde ich auch, dass du die optimale Besetzung für diese Rolle bist. Findest du? Ja, aber was ist denn... Also wenn Weber dich so sieht, fällt er garantiert aus den Latschen. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Übung. Was? Dass Weber tot umfällt? Ach, du kapierst mal wieder gar nichts. Natürlich wird Weber vor Begeisterung aus den Latschen kippen. Schließlich ist er auch nur ein Mann. Du willst doch nicht einfach mit ihm ins Bett, oder? Ich kann mich gerade noch beherrschen. Nein, ich will ihm nur zeigen, wer die wirkliche Schöne ist. Und du meinst, dann gibt er dir die Rolle wieder zurück? Naja, also wenn er nicht blind oder schwul ist, dann kann er gar nicht anders. Denn Verpackung ist alles, Schätzchen. Oder hast du eine bessere Idee? Nö. Hab ich Ihnen nicht klipp und klar gesagt? Oh, Entschuldigung, ich dachte, Sie wären jemand anders. Oh, das ist schon okay. Ich musste mich ja nicht entschuldigen für die späte Störung. Ja, womit kann ich Ihnen helfen? Ich suche Nick. Ich bin ein Freund von ihm. Ah ja, ein Freund von ihm. Dann müssten Sie eigentlich wissen, dass Nick auf einem Lehrgang ist. Oh, das habe ich jetzt völlig vergessen. Dann haben Sie sicher auch vergessen, wie spät es ist. Ganz kleinen Moment. Ich habe nur noch eine Frage. Ich suche noch einen anderen Freund von mir. Ja, egal wer es ist, hier ist er nicht. Der müsste aber hier vorbeigekommen sein. Außer einem Verrückten mit einer Nackten ist hier niemand vorbeigekommen. Ganz genau, den suche ich. Wissen Sie zufällig, wo der ist? Nein. Und ich will es auch gar nicht wissen. Schöne Freunde haben Sie. Der arme Junge. Ach, von wegen. Wer schläft denn im Bett, während wir auf der Couch übernachten müssen? Hm? Ist doch nur für eine Nacht. Ja, ich weiß. Wenn ich nur wüsste, was es mit der ganzen Sache auf sich hat. Hexenkäfig. Hexe. Ja, aber wer ist die Hexe und wo ist der Käfig? Keine Ahnung.
Ich stelle mir gerade die Ruprecht als Hexe vor, wie sie auf einem Besen durch die Nacht reitet. Amüsante Vorstellung. Aber glaubst du wirklich, der Kleine meint sie? Könnte schon sein. Naja, vielleicht hat sie Alex dabei erwischt, wie er zu spät ins Bett gegangen ist. Und weil er Angst hatte, dass sie ihn bestraft, ist er abgehauen und hat sich diese Geschichte ausgedacht. Ganz schön clever. Von dem könnte ich noch was lernen. Du? Ja. Bitte, 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 bitte. Rette mich vor der bösen Hexe. Du bist verrückt. Ja, und zwar nach dir. Ob wir wohl irgendwann zu dem kommen, was wir uns vorgenommen haben? Man soll die Hoffnung nie aufgeben. Was ist denn los? Nichts. Ist es immer noch wegen dem Bild? Ja, du kriegst den Schinken schon noch verkauft. Ja, vielleicht auf dem Flohmarkt. Da muss ich dann auch noch draufzahlen. Tja, ich würde es ja nehmen, aber 1500 Mark sind einfach zu viel. Kein Problem, du kannst es auch in Raten zahlen. Danke. Aber ob in Raten oder auf einmal, 1500 Mark bleiben 1500 Mark. Und die sind momentan leider nicht drin. Sorry. Also ich gehe dann mal nach oben. Kopf hoch. Du schaffst das schon. Aber nur, wenn mittelschweres Wunder geschieht. Oder ich eine geniale Idee bekomme. Ich meine, ist doch kein Wunder, dass es kein Schwein kauft. Die Malerin kennt doch keine Sau. So ein Da Vinci oder Picasso würde jeder nehmen. Fragt sich bloß, wie ich die Signatur loswerde. Genau. Ja, ich hab doch mal... Ja. Hey, Frank, was machst du denn da? Ja, du kannst du dieses Meisterwerk nicht kaputt machen. Aber ich wollte doch nur... Moment, warte. Okay. Basti, wo bleibst du denn? Ich bin ja gleich fertig. Das sagst du jetzt schon seit einer geschlagenen Viertelstunde. Guten Morgen. Wenn Sie dann bitte so freundlich sind und Ihre Plätze einnehmen. Basti, es geht los. Ach so, bevor ich es vergesse. Bettina wird bei der Aufführung als Soufflöse fungieren. Dann wollen wir mal in Medias Res gehen. Das heißt, wenn die Hauptdarsteller dann auch so weit wären. Bastiana, wollen Sie jetzt das Aschenputtel spielen oder was soll dieser Aufzug? Es ist doch nicht meine Schuld, dass das Kostüm so aussieht. Egal wessen Schuld es ist, so kommen Sie mir jedenfalls nicht auf die Bühne. Hey, das ist ja Olympiareif. Aber pass auf, dass du dir nicht wehtust. Ich doch nicht. Ich will später mal im Zirkus auftreten. Na, bis dahin musst du noch ein bisschen üben. Wir sollten uns langsam auf den Weg machen. Wohin geht ihr? Na, wir müssen dich doch irgendwann zurückbringen. Ich will nicht. Aber was ist denn mit deinen Freunden? Die sind doch bestimmt traurig, wenn du nicht mehr zurückkommst. Ist mir egal. Ich will bei euch bleiben. Ja, wir würden dich auch gerne bei uns behalten. Aber wenn wir dich nicht zurückbringen, dann bekommen wir ganz, ganz großen Ärger. Und das willst du doch nicht, oder? Ist das wegen der Hexe? Willst du deshalb nicht zurück? Na, wenn das so ist, dann will ich dir mal ein Geheimnis verraten. Von Mann zu Mann. Ja, kannst mir glauben. Das hat bei mir auch immer funktioniert. Ja? Ja. Was hast du ihm gesagt? Na, dass du in Wahrheit eine ganz, ganz mächtige Fee bist. Ja, so mächtig, dass du jede Hexe in die Flucht schlagen kannst. Wie kannst du ihm nur sowas erzählen? Was, wenn ich nicht da bin, wenn er wieder von dir träumt? In dem Fall braucht er nur so zu machen und ganz fest an dich zu denken. Ja, dann kommst du und rettest ihn.
Was ist denn? Danke. Oh, keine Ursache. Hey, hallo. Nicht weiter schlafen. Du musst mir erst erklären, warum du mir das Bild schenkst. Oh, muss das denn jetzt sein? Ja. Na gut, das ist, weil du so schön alt zapfen kannst. Mhm. Weil du so toll bedienst. Hör auf. Ja, ich sag ja schon. Nee, weil es dir so gut gefallen hat, als Frank gestern damit aufgekreuzt ist. Und weshalb stürzt du dich in solche Kosten? Ach, die paar Mark. Außerdem habe ich Frank noch mal runtergehandelt. Und wie viel? Und das, wo du nicht mal einen Job in Aussicht hast. Ja, wenn schon pleite, dann richtig. Außerdem arbeite ich jetzt ab und zu noch bei Abo. Und überhaupt, wozu Geld verdienen, wenn ich von Luft und Liebe leben Aber ich kann doch nichts dafür. Trotzdem kommen Sie mir mit diesem Kostüm nicht auf die Bühne. Aber das ist doch nur eine Probe. Aber nicht irgendeine. Das hier ist die erste Durchlaufprobe und zu der erscheint man in dem Kostüm, das man zur Premiere trägt. Haben Sie das verstanden? Prima. Dann will ich nur mal ein Auge zudrücken. Zur nächsten Durchlaufprobe erwarte ich aber, dass Sie in einem vernünftigen Kostüm erscheinen. Gerne. Wenn Sie mir verraten, wo ich so schnell ein neues Kostüm herkriege. Ruf doch mal beim Theater an. Vielleicht machen die gerade einen ausverkauften Fundus. Oder Media 1. Das dürfte einem Multitalent wie dir doch nicht schwerfallen. Freut mich, dass Sie am Schicksal Ihrer Kollegin so rege Anteilnahme haben. Wie wäre es, wenn Sie Ihren Worten nun auch Taten folgen lassen und Bastiane bei der Suche nach einem neuen Kostüm behilflich sind? Was? Aber wie komme ich denn dazu? Erzählt man sich nicht, dass du für diese Flecken verantwortlich bist? Halt du dich da gefälligst raus. Ich habe nichts damit zu tun. Trotzdem erwarte ich von Ihnen als hilfsbereite Mitschülerin, dass Sie ihr beim Kostüm helfen. Und da wir gerade dabei sind, für das nächste Mal bitte ich Sie, sich etwas dezenter zu schminken. Das hier ist nämlich immer noch eine Bühne und kein Laufsteg. Das gilt übrigens auch für Sie. Schönen guten Tag, mein Name ist Inge Ruprecht. Ich arbeite zusammen mit Jessica Prozeski im Kinderheim. Ach, das sind Sie. Ja, bitte, kommen Sie doch herein, ja? Mein Sohn Walter Prozeski, das ist Frau Ruprecht. Sie arbeitet im gleichen Heim wie Jessica. Wirklich nett, Sie kennenzulernen. Ja, also wenn Sie Jessica sprechen wollen. Ach, ich bin eigentlich nur gekommen, um den kleinen Alex abzuholen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Hi. Was willst du denn schon wieder? Ihnen eine kleine vorweihnachtliche Freude bereiten. Oh mein Gott, was ist das diesmal? Was soll das? Das sind exakt 1300 Mücken. Und jetzt raten Sie mal, wofür ich die bekommen habe. Doch nicht etwa für das nackte Kunstwerk? Ja, genau für den Schinken, den Sie für unverkäuflich gehalten haben. Na, dann kann ich dir wohl nur gratulieren. Moment mal. Moment mal. Wie Sie schon richtig bemerkt haben. Eigentlich gehörte das Bild mir. Und deswegen gehören Ihnen die 1000 Mark. Der Rest ist mein Gewinn. Falls Sie noch mal gedenken, dieses Jahr die Galerie aufzumachen, lassen Sie es mich wissen, ja? Und passen Sie auf den Dollar auf. Das ist eine Gemeinheit. Erst verdonnert mich Weber dazu, dieser Möchtegern-Schauspielerin bei ihrem Kostüm zu helfen. Und dann nörgelt er auch noch an meinem Make-up rum. Wetten, wenn Bastiane sich geschminkt hätte, hätte er sie dafür gelobt? Ja, sie ist und bleibt eben sein kleiner Liebling. Ja, wenn du geschminkt neben Bastiane stehst, dann guckt doch kein Mensch mehr auf sie. Stimmt.
Tja, aber ich fürchte, so weit wird's nicht kommen. Es sei denn, du findest ein Kostüm für sie, was ihr absolut nicht steht. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich ihr bei der Kostümsuche helfe. Soll sie doch gefälligst selbst sehen, wo sie ihren Fummel auftreibt. Und weißt du was? Langsam habe ich die Nase voll von dem Theater. Wo willst du denn hin? Komm mit, dann wirst du es erfahren. Das seid ihr ja. Guten Morgen, Frau Prozeski. Guten Morgen. Ja, tut mir leid, diesmal habe ich leider keine Blumen dabei. Ich bitte Sie. Ach, du bist der kleine Ausreißer, hm? Das ist Alexander. Na, möchtest du eine große Tasse Kakao? Oh ja! Das ist gut. Das ist sehr lieb von Ihnen. Aber Alex sollte besser wieder in seine vertraute Umgebung zurückkehren. Hm? Wenn wir zu Hause sind, dann mache ich dir eine große Tasse Kakao. Tut mir leid, ich weiß auch nicht, was er hat. Ja, seit er gestern Abend bei uns aufgetaucht ist, da erzählt er dauernd etwas von einem Hexenkäfig. Vielleicht hat es ja damit was zu tun. Möglich. Wahrscheinlich haben Sie ihm zu viele Märchen vorgelesen. Du und deine Geschichten. Hm? Ach, jetzt komm erst mal her zu mir und sag mir guten Tag. Wie gesagt, er war ziemlich eingeschüchtert. Deshalb haben wir ihn auch über Nacht erst mal bei uns behalten. Ja, und in der Aufregung haben wir ganz vergessen, im Heim anzurufen. Hauptsache, dem Kleinen geht es gut. Ich habe mir nämlich wirklich Sorgen gemacht. So, du kleiner Rumtreiber, jetzt müssen wir aber wirklich los. Nein, ich will nicht. Am besten komme ich direkt mit. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Sie ruhen sich erst mal aus. Aber ich habe doch Dienst. Dann gebe ich Ihnen frei. Sie haben heute Nacht ja gewissermaßen eine Sonderschicht geschoben. Und nochmal vielen Dank für den Kaffee. Oh, keine Ursache. Komm, Alex. Da fällt mir ein, ich muss heute Morgen noch zur Buchhaltung. Hat es nicht Zeit bis morgen? Heute ist der letzte Termin. Und ich habe es die ganze Woche schon vor mir hergeschoben. Das stimmt. Wenn das so ist, dann kommen Sie halt in Gottes Namen mit. Sie wollen aussteigen? Aber wieso denn? Weil mir bewusst geworden ist, dass sie mich gar nicht in der Gruppe haben wollen. Wie bitte? Wie kommen Sie denn darauf? Als ob sie das nicht wüssten. Erst nehmen sie mir die Hauptrolle weg und geben sie Bastiane. Weil sie im Zusammenspiel mit Uli besser rüberkommt. Ja, mit der Begründung hätten sie mir auch einen anderen Partner zuteilen können. Sie wissen doch ganz genau, dass das in dieser kurzen Zeit nicht möglich war. Ja, ich weiß. Bastiane kannte den Text. Ihr passte ungefähr das Kostüm. Wollen Sie etwa aussteigen, weil Sie ihr beim Kostüm helfen soll? Das ist mir sowas von egal. Ich habe nur keine Lust, neben dieser grauen Maus zu versauern. Nicht mal anständig schminken darf man sich wegen ihr. Ihr Make-up war auch etwas übertrieben. Zugegeben, was das Aussehen angeht, kommen Sie meiner Vorstellung erheblich mehr entgegen. Aber zum Theaterspielen gehört eben